Moin. Ja, ist früh, ne? Aber schön. Auch schon Schiffe unterwegs. Wer den Kaffee bringt, wird Mitarbeiter des Monats. Ey, wer hupt denn da um die Uhrzeit schon rum? Jo, wir warten auf die Hanoi Express, aber steht ja auch im Titel. Ich sag's trotzdem nochmal. Kommt da hinten auch schon. Und da ist der Max drauf, den wir hier ja auch schon verabschiedet haben. Kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Wann war denn das? War das im April oder so? Schon ewig her irgendwie. Ewig ist das schon her. Und hinter der Hanoi Express kommt noch so ein ganzer Costco-Train. Ich glaube 3 Costcos irgendwie. Was haben wir denn da? Costco Antwerpen, Costco Glory, noch irgendeine. Ja, aber eigentlich sind wir für die Hanoi Express hier. Leider kommen die 400 Meter Dinger von Hapag-Lloyd nicht mehr so oft nach Hamburg. Aber Hanoi Express und ich glaube Singapur Express, die bleiben weiter hier stationiert. Moin ins Zillertal, ML Fotografie, danke dir, 17 Monate. Twitch schickt 100 Bits aus der Kurpfalz. Moin, Costco Japan haben wir noch. Okay. Danny, moin. Danke für die 2 Euro. Ja, aber diese Morgenstimmung ist dann doch immer was Besonderes im Hafen. Kannst du meckern, nix. Oh, Schwester Hansen ist auf. Oh, oh, oh. Jetzt ist vorbei mit der Ruhe. Jetzt ist es vorbei. Guten Morgen, meine Liebe. Sebastian Kolzer auch schon auf. Mensch, unsere Maschine, die Moderationsmaschine. Sebastian, moin, mein Lieber. Aber ihr seid ja auch crazy hier, schon echt über 200 Leute, morgens um 5:30. Ja, die Stimme liegt noch etwas im Bett. Aber ich habe ja auch viel vor heute. Wir haben viel vor heute. Heute Nachmittag Schar hören und vielleicht machen wir heute Abend ja auch ein bisschen Feuerwerk, Sommerdomeröffnung. Feel free. Danke dir, 16 Monate. Moin Paddy, ich versuche echt jeden Stream von dir mitzunehmen, egal wann, wie und wo. Ich liebe dieses Format einfach. Das ganze Team ist wirklich spitze. Hut ab, du alter Seebär. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Ganz, ganz lieb. Mann Malte, der Kanalsteurer. Moin, mein Lieber. Ja, Hänschen, hier ist echt ruhig. Also, wenn man es dann geschafft hat, sich aus dem Bett zu pellen,
ist das schon irgendwie ein bisschen geil morgens im Hafen. Sonnenaufgang fällt heute aus. Also so dolle sieht das nicht aus. Kann ja mal rüberschwenken. Alles so ein bisschen grau in grau. Aber schön windstill. Und ich glaube, das Horn zur Begrüßung, das können wir uns um die Uhrzeit auch von der Backe schminken. Das wird garantiert nichts. Male, Mensch, 2 Jahre. Vielen Dank. Hamburg Hafen Live am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Danke für 2 tolle Jahre an das ganze Team, macht weiter so. Ja, ob ich jetzt schon in der Lage bin, Kummer und Sorgen zu vertreiben, das glaube ich nicht. Aber danke, danke schön, mein Lieber. Steffen, heute Mittag oder Nachmittag, so 14 Uhr sind wir auf der Scharhörn. Heute Abend vielleicht Sommerdomfeuerwerk, Samstag Mein Schiff 4 und AIDA, beide gleichzeitig. Und vielleicht, oh verdammt ey, und vielleicht gibt es Sonntag noch einen Walk mit Ben. Und dann bleibe ich Montag im Bett. Oh Nilsi, danke, Kaffee und ein Franzbrötchen. Jetzt bräuchte ich nur jemanden, wo ich die 2 Euro auch lassen kann. Oh, was, jetzt wäre das cool, so ein, wie in der Türkei, da sind ja morgens immer auf der Galata-Brücke und da im Hafen diese Simmet-Verkäufer unterwegs. Die haben da so kleine Wagen und da kriegst du dann schön Simmet und Chai. Ja, so richtig voll scheint der Dampfer nicht zu sein. Auch ein bisschen diesig alles hier. Mittlerweile fahren auch alle Schiffe aus der Hamburg-Express-Klasse. Wenn ich richtig informiert bin, war die Wilhelmshaven-Express. Oh, verdammt, ey. Bin doch ein bisschen müde. Die Wilhelmshaven-Express war doch, glaube ich, die letzte. Uschi, wir werden sehen. Wir werden sehen. Moin Carsten. Ja, Frühaufsteher. Ich danke dir vielmals. Ich habe auch bis gestern Abend mit mir gekämpft. Ich war nicht so ganz davon überzeugt. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch,
Kommt ja auch nicht so oft vor, dass jetzt jemand mit dem Schiff hier kommt von einer großen Reise und ach guck mal, da schreibt der Max ja sogar, ne? So. Ja, kommt ja auch nicht so oft vor, dass man jemanden kennt, der von einer großen Reise kommt. Und da kann man auch mal so ein kleines Begrüßungskomitee machen. Denn irgendwie, da wiederhole ich mich immer wieder, sind ja dann doch die Menschen im Hafen und auf den Schiffen das, was Hamburg Hafen Live ausmacht. Moin Petra, danke dir für 5 Monate und Eva auch danke an dich für den Muntermacher. 5 Franken. Die Sharon. Die Schriftart sieht auch so aus, als ob der Eigner irgendwie Gothic-Fan ist. Stefan, danke für 5 Euro und liebe Grüße zurück nach Potsdam an euch beide, Stefan und Matthias. Ende August seid ihr in Hamburg. Klasse. Jo, Thomas, die Ruhe ist schon echt ganz nett. Das kann man machen. Thomas, danke für 23 Monate. Und Martin, auch 7 Monate schon dabei. Das ist hier heute Morgen ja schon wieder sensationell. Aber dass ich hier alleine stehe, also ich hätte ja gedacht, dass noch jemand kommt und hier den Max mit begrüßt, aber nein, Paddy, die Schiffsbegrüßungsanlage, die menschliche Schiffsbegrüßungsanlage. Sandra Max weiß Bescheid, dass ich hier stehe. Der hatte ja auch vor ein paar Tagen geschrieben. Ja, und ursprünglich hieß es auch mal, dass sie um 10 Uhr da sind. Da dachte ich noch, oh ja, das wird ja eine schöne Nummer. Aber ihr seht ja, was draus geworden ist. Moin. Ganz komische Suppe irgendwie, aber naja. Nebel hatten wir auf jeden Fall schon schlimmere Streams. Hohoho. Was hatten wir da im Winter und Frühjahr für Dinger? Oh, guten Morgen, ein schöner Gruß aus der Maschine. So muss das sein im Hafen. Genau so. Ach, schön. Erstmal eine ordentliche Nase Diesel nehmen. Oh, Eva, Mensch. Eva, das ist aber so lieb, dass du immer an unsere Mods denkst. Ganz, ganz dickes Dankeschön.
Ja, Male, das stimmt natürlich auch. Für alle, die dann arbeiten irgendwann, für die ist natürlich 10 Uhr dann eventuell schon wieder zu spät. Aber ich meine, ich finde es ja krass, dass dann doch manche von euch vor der Arbeit hier noch reingucken. Das ist echt Ehre. Ehre. Ihr seid Ehrenleute. Also es ist echt ganz krass. Ich meine, wenn ich da mal drüber nachdenke, vor der Arbeit, statt schön liegen zu bleiben, hier noch eine Runde reingucken. Toll. Richtig toll. Ist hier gerade Ammerland-Treffen. Hey Thorsten, ich danke dir vielmals. 5,99 für einen guten Start ins Wochenende. Oh, David zieht in 2 Wochen nach Finkenwerder. Mensch, vielleicht sieht man sich dann ja mal. Jetzt sind die ganzen Berufspendler auf den Fähren unterwegs. Krass, wie viele Leute hier aussteigen am Bubendaer Ufer. Sag mal, kann das sein, dass da hinten die Finnmarken noch irgendwie in diesem Konvoi versteckt ist? Ich sehe da zumindest etwas, was so ein bisschen so aussieht, so schemenhaft. Gar nicht geguckt, wo die sich rumtreibt, aber das könnte die doch sein, da hinten links. Stefan, danke dir, 5 Euro. Hamburg Hafen live am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ach ja, wenn wir euch so ein bisschen die Zeit vertreiben können, etwas Abwechslung, dann freue ich mich. Jo. Oh Mensch, noch ein paar Container mehr könnte sie aber vertragen, oder? Sieht so ein bisschen aus wie so ein frisch geschlüpfter Papagei. So.
So. Ich muss noch mal schnell den ND-Filter wechseln auf der Drohne. Der ist etwas zu stark. So ist besser. So ist besser. Jo, kann losgehen. Ach, guck mal, da ist auch schon wieder so ein Fischkutter unterwegs. Ich hätte ja mal Bock, mit dem zu Fischkuttern. Ein bisschen Kutterfisch am Morgen. Das wäre mal was. Waltershof ist auch da. Mensch, moin. Ja, die Weitsicht lässt etwas zu wünschen übrig heute Morgen. Könnte besser sein. Oh, Yusuke, einem guten Morgen aus Japan. Krass. Mausi, danke dir für 7 Monate. Wahnsinn, oder? Die Brücke sieht echt aus wie so ein Gerippe. Da die Nock. Mann, ist das eine Sparbrücke. Wirklich oben nur. Hey, die Brücken auf den Dingern, die sind echt nicht größer als so ein Leuchtturm. Schwester Hansen ist wieder die stille Zuschauerbeauftragte. Sehr schön, ja. Moin an alle stillen Zuschauer auch, die sonst nicht so aktiv im Chat sind. Die Hanoi Express. Und dahinter dann noch ein ganzer Konvoi Couscous.
Mensch, da haben wir ja sogar noch ein Kreuzfahrtschiff dazwischen. Ein Crossdriver. Ach, die Bittland ist da noch zwischen. Ist aber was Lüttes, oder Sebastian? Drönate. Rostock hat heute 2 Kreuzfahrer am Start. Okay. Okay. Die Hanoi Express sieht fast aus, als wenn sie den Service wechselt. Torben auch schon wach. Moin. Oh, Polizei ist auch schon hinter mir. Schlepper kommen. Also das übliche Prozedere wird eingeleitet. Hansi, moin und danke für die 2,49. Ja, ich bleib zurück. Ich bleib zurück. Oh, Asuka 3 wurde letztens offiziell in Betrieb genommen. Guck, das sind die Japaner, die bedanken sich für den Bau eines wunderschönen Schiffes. Haben wir doch gerne gemacht. Das haben wir doch ganz gerne getan. Sammy, ich müsste da jetzt mal nachfragen, wer gerade Kapitän ist auf der Hanoi. Sebastian, die Ankerketten sind nicht komplett weiß, das ist nur das Ende. Die Ankerketten, die sind ja immer markiert, damit du sehen kannst, wie viel Meter du schon abgelassen hast. Falls Torben noch da ist, er kann das genau erklären, in welchen Abständen welche Markierungen da an den Ankerketten sind. Torben, falls du noch da bist und schon wach, vielleicht kannst du ja mal aushelfen.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Der Max gleich mal rauskommt. Krass, wie hoch das Teil ist, ey. Muss ich selbst mit der Drohne noch nach oben filmen. Da ist er doch. Da ist er, Max. Moin. Oh, jetzt habe ich ihn verloren. Da ist er. Moin! So. Mann, geht immer viel zu schnell alles. Aber schön, oder? Der Junge kommt nach Hause. Katrin, herzlich willkommen auf dem Fischmarkt. Danke dir vielmals. Und Gerwin wünscht auch nochmal guten Morgen. Ist auch schon seit 21 Monaten dabei. Guru macht das Jahr voll auf Twitch. Danke für deinen Sub. Bumi, also die kommen direkt jetzt aus Rotterdam, aber hatten vorher natürlich große Reise Asien. Ich habe das Gefühl, dass dieser Dampfer hinter der Hanoi gerade richtig Schub gibt, damit er da noch überholen kann, bevor die gleich zur Drehung ansetzen. So, jetzt muss ich mal gerade ein Foto machen. Das ist das, was ich gestern meinte. Wenn ihr schwarze Balken rechts und links seht, dann wisst ihr, ich bin im Fotomodus. Und wenn ich da zu lange drin bin, dann müsst ihr laut schreien. Oh, diese Geräusche vom Schlepper. Torben, ich danke dir für die Info. Ankerkette ist typischerweise in Längenabschnitte von 15 Pfaden unterteilt. Das entspricht 27,5 Metern. In der Marine wird teilweise auch metrisch gezählt. Zum Beispiel alle 25 Meter. Genau, und da sind dann halt immer so Farbmarkierungen drauf. So, und hier kommt jemand auf der Überholspur.
Ich glaube, die wollen da jetzt mal noch ganz flott dran vorbei. Okay, das kriegt man so mit der Zeit, so die Infos für Schiffe. The police. Aus so einer Geschichte mit der Ankerkette könnte man eigentlich mal wieder ein schönes Quiz machen. Muss ich mich mal irgendwann hinsetzen. Mal wieder fleißig Fragen raussuchen. Torben, du hattest doch gerade Prüfung. Mensch, können wir nicht mit deinen Prüfungsfragen ein kleines Quiz basteln? Jo, die Bittland hat es noch vorbeigeschafft, aber alle, die von hinten kommen, die müssen jetzt warten. Ich glaube, Finnmarken hat Schub rausgenommen, sieht zumindest so aus. Schlepper schon in Position zum Pullen. Ach, ist das nicht schön? So am Morgen hier. Herrlich, oder? Kann es sein, dass sich da gerade ein kleiner Stau bildet hinter uns mit diesem Konvoi? Leute, ihr seid crazy. 800 Leute. Die Einschaltquote hat nicht mal das ZDF um die Uhrzeit.
So, jetzt kommt der Achternschlepper auch rum. Und hier rückt auch gerade ein Schlepper nach dem anderen aus. Also hinter uns ist echt eigentlich ganz cool, dass die Hanoi Express die erstmal alle gerade aufhält. Falling Dragon, ja, die Chance ist ja durchaus gegeben. Bei 2 Wochen Hamburg, also da sollten wir uns ja mal über den Weg laufen. ...801 Seehund, Mike, ich danke dir. Krass, wie wenig Container. Und einmal rückwärts rein. Das ist hinter uns der kleine Stau. Finnmarken und dahinter 3 COSCO-Schiffe. Zwölf Schiffe gibt es mittlerweile von dieser Baureihe. Haben alle eine Länge von 400 Metern, 62 Meter breit, 23.660 Container passen drauf und sind damit die größten Containerschiffe, die unter deutscher Flagge fahren. Es gibt natürlich welche, die noch einen Tacken größer sind. Es gibt ja einige, die die 24.000 Toy überschritten haben, aber größenmäßig sieht man da dann keinen wahnsinnigen Unterschied. Und die neueren, die letzten beiden, ich glaube die Genua Express und die Wilhelmshaven Express, die haben jetzt auch so ein riesiges Windschild vorne bekommen. Sieht crazy aus. Also ich glaube, so richtig schön finde ich das noch nicht. Aber soll irgendwie dann doch ein bisschen helfen. Süß, wie sich die Finnmarken so langsam ranschleicht.
Moin nochmal an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Ja, aber stimmt schon, Nils, da gebe ich dir recht. So ganz normales Fernsehen ist wirklich selten geworden. Dann eher so irgendwie so ein Streamingdienst, Netflix oder sowas. Aber so Standardfernsehen, da bin ich auch eher raus. Oh, Finnmarken ist schon relativ dicht bei. Fairberg, check doch mal dein Display. Vielleicht ist das auch ein bisschen dunkel, weil die Belichtung sieht hier eigentlich ganz okay aus. Bis auf, dass es natürlich hier gerade grau in grau ist. Walter. Walter, danke für 6 Monate. Durch Hamburg Hafen Live verpasse ich vieles im normalen TV. Zack, einmal Elbphilharmonie im Dunst. Guck mal, wie ruhig die Elbe ist. Wahnsinn, oder?
Zurückbleiben. Catch, stay back. Walter, ich danke dir vielmals. 2 Euro für die Frühstückskaffeekasse. Vielen, vielen Dank. Ja, viele Costco-Schiffe, viele Fairplay-Jobs. Das stimmt, Sebastian. Die kommen jetzt nach und nach rein. Heißt gerade aber auch für mich einmal landen und Akku wechseln. Einmal ganz schnell runterkommen. Okay, einmal Boxenstopp. So, seid ihr noch da? Sehr schön. Ja, und dahinter kommt schon der nächste. Ich glaube, die ersten beiden Costcos gehen ans CTT und eine geht aber noch zum Eurogate, meine ich. Ach, guck mal, die haben da Reiners neuen LKW geladen.
Was für eine Rush Hour. Malte, meinst du mich? Also ja, es ist also minimaler Nieselregen, minimal. Auch eine ganze Menge Kühlcontainer drauf. Ja, ja, stimmt. Gepoolte Krabben sind da drin. Das könnte in der Tat sein. In den Kühlcontainern, ja. Und da kommt dann auch schon der nächste Kandidat. Während die Hanoi Express munter einparkt in Waltershof. Ja, und nicht mehr wie früher immer am Burchard-Kai, Hala Terminal, sondern mittlerweile am Eurogate. Aber echt krass, ne? Niemand hier vorbeigekommen. Niemand. Passend zu den Costco-Schiffen dann auch noch hier die Costco-Fähre.
Ja, Tanja schreibt es auch. Tanja, wo ist denn Andi? Der schläft noch, oder? Ja, Roland, willkommen an Bord. Schön, dass du uns gefunden hast. Oh, und Grüße aus Las Vegas. Moinsen. Wenn das nicht der Costco-Stream schlechthin ist. Oh, da ist aber auch Suppe, ne? Die haben neu. Gerade am Einparken. Und hier fährt auch gerade die Kati vorbei. Gab es ja letztes Jahr auch eine Reportage drüber. Über das kleine Bunkerschiff. Also in alle Richtungen was los. Egal wo ich hinfilme. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Mensch. Und alles in einer schönen grauen Suppe. Sonne kann ja jeder. Finnmarken ist heute das einzige Kreuzfahrtschiff, scheint nach Steinwerder zu gehen. Aber schlimm wäre das nicht, so ein bisschen schöner Sonnenaufgang jetzt so im Juli. Also ich muss noch mal fragen, ist wirklich Juli? Ist das so oder habe ich mich irgendwie im Monat geirrt? Nochmal kleiner Programmhinweis, 14 Uhr heute Schahörn. Schön ein bisschen Dampf schnüffeln. Und heute Abend dann höchstwahrscheinlich noch Feuerwerk vom Sommerdom. Vielleicht habt ihr ja Bock. Bei den Cruise Days sind wir auch, aber ob man uns da irgendwo sieht, das kann ich euch nicht sagen. Denn höchstwahrscheinlich streamen wir wieder von einem Ort, der nicht öffentlich zugänglich ist. Ob wir da noch irgendeinen Stream machen auf öffentlichem Platz, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, Anja, ist nicht schön, dass du arbeiten musst. Ist nicht schön.
Aber das Gute ist ja, dass man das alles nachgucken kann. Nee, CJ. Für Sonntag ist nichts geplant mit Seenotrettern. Sonntag wahrscheinlich ein Walk mit Ben. Peter, ja, die Flaggen sind wieder lieferbar. Die sind wieder im Shop. Hat gar nicht so lange gedauert, das Nachbestellen. Nur die mürrische Möwe ist gerade aus. Ich muss mal Hans fragen. Der wollte eigentlich, so meinte er, dass sie eventuell Ende der Woche wieder kommt. Mürrische Möwe, ganze Bohne. Da haben wir leider ein bisschen Rückstand. Also ich glaube, da können nicht mehr viele Schlepper im Stall sein, oder? Hier geht echt einer nach dem anderen raus. Moin Cornelia. Ganz genau, Enrico. Nirgends scheint der Himmel so schön grau wie in Hamburg. Babydoll von dem Gemahlenen haben wir noch was. Aber es dauert auch nicht so lange. Also ich hoffe mal, dass wir Ende nächster Woche spätestens wieder die mürrische Möwe Bohne haben. 2 Schlepper noch an der Schlepperbrücke. Na, dann ist ja noch Luft. Den Schlepper mögen, glaube ich, auch sehr viele von euch. Der Michel. Roland, die Rush Hour, die orientiert sich eigentlich immer an der Flut. Also so richtig so einen Plan gibt es nicht. Es muss einmal die Flutwelle kommen, damit kommen viele große Schiffe rein. Und dann müssen natürlich auch Schiffe rein wollen. Also es gibt natürlich durchaus auch Zeiten, wo Flut ist und aber einfach kein Schiff rein möchte nach Hamburg. Aber man kann das immer ganz gut nachgucken. Es gibt ja diese sogenannten Segellisten und da kann man eigentlich ganz schön schauen, was so los ist.
Auch nochmal ein schönes Detail, leider gerade keiner da. Das ist die Lotsenpforte. Costco Glory geht, glaube ich, zum Eurogate auch. Ist das richtig? Oh Peter, danke dir. 2 Flanken bestellt. Ja, die gehen noch zeitnah raus. Ach guck mal, da wird auch gerade, werden Leinen vorbereitet hinten. Andi, Mensch, 5 Mitgliedschaften. Danke, mein Lieber. Danke, danke. Sechs Uhr 39, ich fasse es nicht. Ich glaube, ich werde pünktlich um 8 wieder im Bett liegen. Nils, ich bin absolut bei dir. Danke, 2 Euro. Aufstehen hat sich gelohnt. Total. Hat sich total gelohnt. Oh, Malte muss wieder in den Simulator.
Jo, Hanoi Express ist auch schon fast am Platz. Ja, Knurksel, das ist unter anderem eine Drohne. Das hier jetzt nicht. Rauchzeichen. Oh. Also mit so ein bisschen Fantasie könnte das ein Herz werden. Ja, und von hinten kommt dann noch der letzte im Bunde. Noch eine Costco. Das müsste dann noch die Antwerpen sein. Ja, ziehen Sie die auch gleich rückwärts rein. Svenny, Mensch, ganz lieben Dank für die Versorgung am Morgen, 10 Euro. Danke, danke. Ja, aber die Versorgung klappt hier irgendwie überhaupt nicht. Also da ist heute Morgen der Wurm drin. Ute, auch an dich ein dickes Dankeschön. 5 Euro. Liebe Grüße. Oh, Claudia, danke. Auch eine Flagge bestellt. Wir geben uns Mühe, dass die noch vor dem Wochenende rausgehen. Aber erstmal muss ich eine Runde schlafen, wenn ich nach Hause komme. Sonst wird das heute Mittag nichts mit dem Stream. Ja, Roland, schick uns mal ein paar Container. Kann ich mir in den Garten stellen. Ach, hier, ich liebe das, ne? Wenn die Schlepper anziehen, wenn die Gas geben und dann rüber sliden. Einfach immer wieder schön. Das ist doch das wahre Schlepperballett. Guckt euch das mal an. Ah. Sensationell. Frank, ich danke dir für 7 Monate. Herzlichen Dank. Ja, ich gebe dir absolut recht. Die Streams sind immer super. Ich hab's gerade schon gesagt. So, jetzt kommt hier irgendwie so ein bisschen Nieselpiesel. Ja, heute ist Costco-Tag, allerdings. 3 Costco-Schiffe und noch eine Costco-Fähre hatten wir dazwischen. Aber die Hanoi Express hat den Konvoi angeführt. Außerdem hatten wir ja noch die Finnmarken dabei. Für die Freunde der Cross-Drive-Schiffe. Betriebsausflug, ja.
Nee, McMello, der Kahn ist nicht rostig, der hat einfach Patina. Da ist kein Rost. Der sieht super aus. Jo, und da kommt endlich mal eine blaue Cosco, wie sie das gehört. Mensch, jetzt hatten wir 2 schwarze. Harry, von den 400-Meter-Schiffen, wie viel können hier hin? Also ich glaube, in Waltershof passen, glaube ich, 4 aktuell hin. Ich weiß nicht, ob da 3 hintereinander passen an den Burchard-Kai, weil der eine Anleger ist aktuell ja nicht in Betrieb, weil da ja neue Kräne in Betrieb genommen werden. Michi weiß das bestimmt. Michi, bist du zufällig noch mit einem Ohr da und weißt du, wie viele von den 400 Meter Pötten nach Waltershof passen? Also ich glaube, Eurogate passen 2 hin und Burchard Kai aktuell auch 2. Erik, ich danke dir vielmals. Eine Spende für Kaffee und Franzbrötchen, 5 Euro. Danke, mein Lieber. Pac-Man, ich danke dir vielmals für das Lob. Mit Grüßen aus Münster. Finde das immer wieder interessant, wie ihr arbeitet. Danke für euren Content aus dem Dauerlurk. Ja, Dauerlurker sind, glaube ich, viele dabei. Boah, wie viele Tonnen das Schiff jetzt hat, kann ich dir nicht sagen, Pac-Man. Das müsste ich jetzt selber nachgucken. Viele.
Tom, die Schiffe fahren alle selber hier auf der Elbe. Die Schlepper kommen erst zum Einsatz, wenn dann angelegt wird. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Leinen jetzt auch noch nicht ganz stramm sind. Malte, Costco hat doch Anteile am CTT gekauft, oder? Costco ist ja chinesisch, haben die nicht irgendwie 24, noch was Prozent am Tollerort gekauft? Ich meine, irgendwie sowas war da. Ach, guck mal, Eigengewicht hat Sebastian rausgesucht. 68.910 Tönnchen. Ralf, ja, es kommen auch Fragen auf Twitch. Die versuche ich natürlich auch zu beantworten. Also in Blau sehen die Costco-Schiffe aber schöner aus. Die schwarzen Schiffe, das sollte Hapag-Lloyd vorbehalten bleiben. Na, hier seht ihr, Leine ist nicht stramm, hängt durch. Schiff wird also erstmal eskortiert und dann für das eigentliche Anlegemanöver, da greifen die Schlepper ein. Aber jetzt machen die noch nichts. Saskia, Mein Schiff 4 ist klar, ist auch geplant. Mein Schiff haben wir ja nicht so häufig. Moin Arthur. So, jetzt ist der Akku leider von der Drohne langsam auf Halbmast. Aber hier haben wir noch mal ein schönes Detail. Ja, ich muss die Drohne leider landen. Was aber nicht weiter wild ist, weil sie nämlich direkt in der Nähe ist. Aber ich kann mich gerade da einmal kurz nicht auf die andere Kamera konzentrieren. Mike, ob ich durchstreamen kann heute während der Arbeit, ja. Nee, ich glaube, das kriege ich nie hin. Oh,
ist aber schon schön, wenn die nicht so tief im Wasser liegen. Boah. Guck mal, da kann man mal richtig schön den Wulstbug sehen. Also die Mein Schiff wird morgen um 7 garantiert schon fest sein. Ich denke, dass die, also wer gucken will, muss da bestimmt so um 5:30 Uhr unterwegs sein. Oh, der Herr Liermann. Welch seltene Ehre. Sind Sie auch schon auf? Nein, Pac-Man, ich arbeite nicht im Hafen. Also ja, doch. Ich streame hier. Also arbeite ich im Hafen. Jetzt sind sie alle durch, die Costcos. Hanoi Express, Finnmarken und der Costco Train. 3 am Stück. Ja, Nils, Sie stiller Mitarbeiter im Hafen. Ja, tatsächlich in Kombination über 1000 Zuschauer dabei. Mensch, danke, danke, ihr Lieben. Danke, danke. Richtig cool. Ach, die Frühstreams, die haben immer sowas Familiäres irgendwie. Ja, wer es noch nicht kennt, nochmal der Hinweis auf unseren WhatsApp-Kanal, wo es dann Nachricht gibt, wenn wir live gehen. Und jetzt in den nächsten Tagen, das Programm ist einmal heute Schahörn, schön auf dem Dampfer, Dampfmaschine anheizen, Kohlen schaufeln und uns mal aus nächster Nähe angucken, wie die Maschine von der Schahörn an aussieht. Zusammen mit dem lieben Olli, der da als Chief fährt und uns alles erklären wird. Heute Abend dann, ja, je nachdem, wie ich so zustehe, ob ich fit bin und was das Wetter so sagt, wollte ich ganz gerne noch das Feuerwerk vom Dom machen. Der geht ja los, der Sommerdom. Da wäre dann Feuerwerk so circa 22:30 Uhr. Morgen am Samstag haben wir dann die Mein Schiff 4 und Birkener AIDA. Wenn alles gut geht und die sich an ihre Zeiten halten, gehen die sogar beide relativ zeitgleich raus. Das wäre natürlich ganz cool. Und am Sonntag haben wir mal grob geplant, einen Walk mit Ben zu machen. Ja, ich finde, das ist ein gutes Programm, oder?
Jo, Hetzer, hau dich hin. Und ich hau mich auch gleich hin. Und sage schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. So. Und für alle, die immer denken, dass hier eine KI spricht und diese Aufnahmen alle von einer KI kommen. Nein, ich bin echt, ich bin echt. Hatte aber vorhin noch keine große Lust, vor die Kamera zu treten. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hey, so früh, das ist doch wirklich richtig klasse, oder? Auch unsere Mods, Mensch, Schwester Hansen war dabei, Sebastian Kolze, Tanja natürlich die Stellung gehalten. Fettes Dankeschön, ihr Lieben. Ansonsten wurde ich hier aber am Anleger, ja, heute Morgen alleine gelassen. Gestern Abend war irgendwie mehr Lametta. Egal, aber ihr wart ja da. Haben sie auf über 1000 Zuschauer gebracht. Fetten Dank. Und ich glaube, das Programm war auch ganz schön. 3 Costcos, dann noch die Finnmarken und die Hanoi Express. Ein bisschen Kleinkram zwischendurch, Fähren und so weiter. Und wieder ordentlich Unterstützung von euch für den Kanal. Jede Menge Donations, Mitgliedschaften, Subs. Danke, ihr Lieben. Dickes Dankeschön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher auf der Schahörn. Macht's gut. Tschüss.